Ja, und zu guter Letzt schauen wir jetzt noch auf Nvidia, denn zum einen haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass möglicherweise Meta dabei ist, eigene KI-Chips weiterzuführen und hier vielleicht dann auch mit Samsung zusammen in die Foundry zu gehen. Auf der anderen Seite hören wir von Nvidia, dass die nächste große Plattform namens Kyber sich für mindestens 12 Monate nach hinten verschieben soll. Das war ursprünglich für 2027 geplant, die Einführung von Kyber. Das ist im Prinzip die neue Rack-Scale-Architektur für die Rubin Ultra-Chips und das System sollte im Prinzip parallel zum Rubin Ultra-Chip rauskommen. Ja, Vera Rubin ist eben schon in voller Produktion. Da geht es im Prinzip darum, dass man dann auch nach Möglichkeit parallel dazu direkt mit diesen Servergeschichten starten wollte. Das scheint sich jetzt zu verschieben, weil man Probleme in der Fertigung hat mit einem bestimmten Bauteil. Das ist so eine mehrlagige Leiterplatte, die man eben hier braucht, die einzelne Module innerhalb des Systems verbindet. Und damit scheint es Probleme zu geben. Und das sorgt jetzt hier eben für eine deutliche Verzögerung. Und das Problem daran ist, und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Aktie hier in der letzten Zeit auch nochmal eine deutliche Schwäche zeigt, man hat hier nicht wirklich einen Ausweichansatz. Ja, man hatte den Kunden eine Zwischenlösung in Aussicht gestellt. Das wäre dann gewesen, zwei aktuelle Nvidia Racks quasi zusammenzuschalten, aber da waren die Kunden nicht mit einverstanden. Die haben gesagt, das ist von der Kostenseite einfach nicht tragbar. Und deswegen wird sich das ganze Projekt jetzt nach hinten verschieben. Das heißt aber, dass wir zum ersten Mal jetzt eben so eine größere Verschiebung haben im Bereich dieser ja, Entwicklungen und Weiterentwicklungen bei Nvidia. Und das kommt natürlich erstmal nicht gut an. Deswegen sehen wir hier meiner Meinung nach eine weitere Schwäche in der Aktie. Ich halte das nach wie vor für falsch und für nicht zielführend, denn wenn man sich anguckt, wie weit wir jetzt zurückgekommen sind von 236 Dollar hier runter auf 194 Dollar und gucken uns das Ganze hier bei Nvidia mal parallel an in der Bewertung, dann sehen wir, die Aktie wird inzwischen unter einem 20er Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt mit einem PAC-Ratio von 0,4. Das bedeutet für mich am Ende, dass Nvidia hier eine sehr große Chance darstellen dürfte für langfristige Investoren aus einem ganz einfachen Grund. Wir bekommen die Aktie inzwischen deutlich billiger als den S&P 500 im Durchschnitt bei einer Wachstumsrate, die viel, viel höher ist auf Sicht der nächsten Quartale als das, was wir im Durchschnitt beim S&P bekommen. Und damit ist meiner Meinung nach die Aktie doppelt billig. Ein PAC-Ratio von 0,4 unterstreicht das hier, wie ich finde, sehr eindrucksvoll. Also Nvidia ist für mich mit eine der am stärksten fehlgepreisten Aktien momentan im gesamten Aktienmarkt. Und deswegen würde ich hier auch eher zum Akkumulieren raten oder zum Kaufen, als davor hier oder als in dem Zusammenhang hier Positionen glattzustellen. Ja, okay. Wir gucken mal kurz nur ganz schnell auf zwei Fragen von euch, und zwar zum einen Circle Internet Group. Ja, Stablecoin-Emittent könnte man sagen. Das schauen wir uns mal kurz hier im Chart an. Da sehen wir eben USDC ist, glaube ich, der Stablecoin, der hier von Circle kommt, wenn ich mich nicht irre. Ich bin aber im Stablecoin-Bereich auch nicht so bewandert. Für mich ist es charttechnisch relativ klar, was hier passiert ist. Wir haben ein sauberes Doppeltop hier oben, ja, ziemlich eindeutig. Von diesem Doppeltop sind wir sehr deutlich zurückgekommen. Da war das erste wirklich große Warnzeichen danach, dann eben nachdem dieses Tief hier rausgenommen worden ist, hatten wir das nächste große Warnzeichen, als diese Trendlinie hier verletzt worden ist, sehr dynamisch auf dem Weg nach unten. Naja, und jetzt, wenn man sich anschaut, wie es aktuell aussieht, dann haben wir das letzte Momentum mal wieder hier auf der Unterseite, sehen dann hier quasi so eine kleine Konsolidierung, die kaum der Rede wert ist, die eigentlich auch nichts weiter macht, als wirklich nur dieses letzte kleine Tief hier mal ganz kurz anzutesten. Und ich würde erwarten, wir sehen hier noch einen weiteren Downleg in Richtung der letzten Tiefs, ja, denn dann würden wir vielleicht sehen, dass wir übergeordnet hier so eine Art Doppeltief bekommen und dann könnte sich das Ganze erstmal auch wieder nach oben wegbewegen. Aber insgesamt muss ich sagen, mir gefällt die Struktur hier gar nicht. Das trifft aber auch im großen Stil im Moment für den Bereich der Coins, der Krypto-Coins zu, in allen Bereichen. Also bin ich im Moment nicht so ein Freund von und deswegen wäre ich hier auch ein bisschen vorsichtig quasi
bei Circle. Und als letztes schauen wir dann hier noch schnell auf Broadcom. Broadcom halte ich tatsächlich nach wie vor eigentlich für eine Gelegenheit, aber ihr hört schon, mit eigentlich liefere ich mir hier natürlich direkt selber eine Einschränkung und das hängt mit der Auftragslage zusammen. Also wir haben natürlich einen sehr, sehr großen, sehr deutlichen Backlog bei Broadcom, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was mich ein bisschen nervös macht, das sind so Dinge, die wir in der letzten Zeit von OpenAI hören. Ja, dass man hier den Börsengang möglicherweise nach hinten verschiebt. Man hat das begründet offiziell mit der schwachen Bewegung der SpaceX-Aktie und deswegen denkt man drüber nach, den eigenen Börsengang nach hinten rauszuzögern. Ich befürchte, dass es vielleicht einen anderen Grund hat, dass man nämlich gerne sehen würde von Seiten der Banken vielleicht auch, die diese IPO begleiten, dass man fundamental etwas besser dastehen sollte. Und wir sehen eben im Moment, dass einige dieser großen Verpflichtungen, die man eingegangen ist von Seiten der Verträge mit Hyperscalern zum Beispiel und ähnlichem, diese großen Abnahmeverträge, die man auch hat für Rechenleistung, für Chips, ja, für alles, was man eben in diesem Segment braucht, dass die vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen worden sind. Also, dass man da das, was man ursprünglich zugesagt hat, nicht bedienen kann. Und jetzt muss man eben dazu wissen, dass bei Broadcom ein großer Teil der Backlogs tatsächlich OpenAI-Aufträge sind. Und das halte ich für riskant. Und das ist der einzige Grund, warum ich hier eine Broadcom auch noch nicht gekauft oder dazu gekauft habe, auf diesen Niveaus hier um 360 $. Denn unterstützungsmäßig sieht das toll aus. Ja, das ist gar nicht die Frage. Und auch von Seiten der Korrektur haben wir eben bei Broadcom hier jetzt eine A, B, C-Korrektur gesehen, die sich eben so abgespielt hat, dass wir nach dem ersten Momentum hier eine bearische Konsolidierung gesehen haben. Ja, und nach der bearischen Konsolidierung, na, die ist hier ungefähr gelaufen in diesem Segment. Nach dieser bearischen Konsolidierung ist die Aktie nach unten ausgebrochen und damit ist im Prinzip eine ABC beendet. Das hätte noch ein bisschen Runway, glaube ich, hier bis runter 325. Dann hätten wir auch ungefähr die gleiche Länge von hier nach da. Ja, das wäre also so ein Niveau, was mir rein charttechnisch ein bisschen besser gefallen würde zwischen 325 und 320 $. Also das hier als großes Unterstützungslevel. Denn ja, wie gesagt, ich denke, die Risiken in Bezug zu OpenAI, die sind nicht wirklich von der Hand zu weisen. Und deswegen muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger an diese ganze Geschichte im Moment rangehen. So, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Nochmal kurz der Hinweis, morgen keine Sendung, aber am Mittwoch dann wieder wie gewohnt bin ich für euch da um 1 live und bis dahin wünsche ich euch profitable Trades. Macht's gut und bye bye. Jeden Börsentag um 13 Uhr schauen wir live auf die Märkte, die spannendsten Einzelaktien und eure Favoriten. Welche Aktie soll ich als nächstes analysieren? Schreib sie in den Chat, entscheide mit und abonniere den Kanal, damit du morgen live dabei bist.